In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie man einen Simple Moving Average, also einen einfachen gleitenden Durchschnitt, auf dem Chart so versetzen kann, dass der 20 Kerzen in die Zukunft angezeigt wird. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem MQL5-Code wird eine String-Variable namens Signal erstellt, um das Handelssignal zu speichern. Dieses Signal wird entweder kaufen oder verkaufen sein. Zwei Arrays, MyMovingAverageArray und MyShiftedAverageArray, werden deklariert. In diesen Arrays werden die Werte der gleitenden Durchschnitte gespeichert. Zwei gleitende Durchschnitte werden mit der Funktion IMA definiert. Moving Average Definition berechnet einen einfachen gleitenden Durchschnitt über 50 Kerzen. SMA anhand der Schlusskurse des aktuellen Symbols und der Periode. Shifted Average Definition berechnet einen weiteren SMA mit 50 Kerzen, aber mit einer Verschiebung um 20 Kerzen. Die Funktion ArraySetASeries wird verwendet, um das MyMovingAverageArray und das MyShiftedAverageArray in absteigender Reihenfolge zu sortieren. Die Funktion CopyBuffer wird verwendet, um die letzten drei Werte der beiden gleitenden Durchschnitte in ihre jeweiligen Arrays zu kopieren. Die Werte der aktuellen Kerze für beide gleitenden Durchschnitte werden berechnet und in MyMovingAverageValue und MyShiftedAverageValue gespeichert. Handelssignale werden auf der Grundlage des Vergleichs dieser gleitenden Durchschnittswerte generiert. Wenn MyMovingAverageValue größer ist als MyShiftedAverageValue, wird das Signal auf Kaufen gesetzt. Wenn MyMovingAverageValue kleiner ist als MyShiftedAverageValue, wird das Signal auf Verkaufen gesetzt. Das aktuelle Handelssignal Kaufen oder Verkaufen wird mit der Funktion Comment auf dem Chart angezeigt. Dieser Code berechnet zwei gleitende Durchschnitte, vergleicht ihre Werte und erzeugt auf der Grundlage des Vergleichs ein Kauf- oder Verkaufssignal. Anschließend wird das aktuelle Handelssignal auf dem Handelschart zur Referenz angezeigt. Okay, wenn bei Ihnen alles geklappt hat, dann sehen Sie jetzt den verschobenen gleitenden Durchschnitt auf Ihrem Chart. Falls Ihnen das aber zu schnell ging oder Sie nicht wissen, was diese Codezeilen bedeuten, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst eines der Grundlagenvideos noch einmal anschauen. Oder vielleicht ist auch der Premium-Kurs interessant für Sie, den finden Sie auf unserer Webseite. Für den Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.